In diesem Video erkunden wir die Ruine der Burg Rotenhan. Rotenhan zählte zu den seltenen Felsenburgen. Vielleicht erzählt schon der Name von diesem Ort, vom roten Sandstein, aus dem die Burg wuchs. Hier stehen Mauern nicht nur auf Fels, sie wachsen aus Felsen heraus. Balkenlöcher, Räume und Stufen sind bis heute sichtbar. Wer hier lebte, nutzte die Felsen als Schutzschild. Angreifer hatten wenig Chancen auf schnellen Erfolg. Und doch fiel diese Burg. Kommt mit auf eine Reise zu einer Burg, die zu mächtig wurde, um bestehen zu dürfen. Die Ruine der hochmittelalterlichen Felsenburg liegt oberhalb eines steilen Hangs, rund 2 Kilometer nördlich von Ebern in Unterfranken. Unser Rundgang beginnt an einem kleinen Wanderparkplatz an der Straße zwischen Kurzewind und Eirichshof. Von dort sind es kaum 200 Meter bis zur Burg. Auf einem Höhenrücken der Haßberge liegt diese besondere Ruine. Rotenhan entstand aus 4 nah beieinander liegenden Sandsteinfelsen. Hier entwickelte sich ein Sitz adeliger Macht. Und genau das führte später zu einem gewaltsamen Ende. Der Name Rotenhan wird oft vom roten Sandstein abgeleitet. Deutungen verbinden Hahn mit Höhe, Wachsamkeit oder Fels. Andere führen den Namen auf einen gerodeten Hain zurück. Sicher belegt ist beides nicht. Die Burg entstand um 1200. Die Erbauer nannten sich fortan von Rotenhan. Der Bau einer solchen Anlage setzte Rückendeckung eines mächtigen Herrn voraus. Vieles spricht für enge Bindungen an das Hochstift Bamberg. Und die Anlage passte sehr gut ins Bamberger Sicherungssystem. Rotenhan lag über dem Baunachtal nahe regionaler Verbindungswege. Das Tal bildete keine feste Grenze, sondern einen Raum überlappender Interessen zwischen Bamberg und Würzburg. Burgen markierten dort Einfluss und Anspruch. Die Nähe der Rotenhan zu Bamberg konnte Würzburg als Provokation erscheinen. Heute zeigen sich an den Felsen Treppen, Balkenlöcher und bearbeitete Flächen ehemaliger Gebäude. Eine Zisterne am Südwestfelsen und ein Brunnen sicherten die Wasserversorgung. Mauern ergänzten die natürlichen Felsbarrieren. Hangabwärts lag wahrscheinlich eine Vorburg. Wall- und Schuttreste deuten darauf hin. Der heute gut erkennbare Zugang mit gotischem Spitzbogen wird als Hauptpforte mit einer nebenstehenden Doppeltoranlage in den Burghof angesehen. Andere Rekonstruktionen sprechen von einer Nebenpforte zur Doppeltoranlage oder weisen die Doppeltoranlage als Zugang zu einem unterirdischen Keller aus. Bergseitig ist die Anlage hufeisenförmig von einem flachen Halsgraben umgeben. Hier haben sich auf dem nordöstlichen Felsen die letzten Mauerreste aus großen, regelmäßigen Sandsteinquadern erhalten. Niederadlige Familien wie die Rotenhan bewegten sich zwischen mehreren Machtzentren. Ziel blieb Eigenständigkeit. Für Würzburg, das die nahe Stadt Ebern kontrollierte, konnte das leicht als Herausforderung wirken. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts verschärften sich die Spannungen. Der Würzburger Bischof Wolfram von Wolfsgil ging gegen die Rotenhan vor. Dokumente benennen schwere Vorwürfe: Falschmünzerei, Gewalt, Rechtsbruch und Landfriedensbruch. Ob diese Anschuldigungen Hauptgrund oder Vorwand waren, bleibt offen. Historiker diskutieren politische Motive von Würzburg ebenso wie den finanziellen Bedarf der Familie, der durch die Taten gedeckt werden sollte. Sicher ist, die Rotenhan besaßen Einfluss. Vielleicht zu viel für Würzburg. Fehden galten als anerkanntes Mittel zur Durchsetzung von Ansprüchen. Vorwürfe wie Falschmünzerei berührten Hoheitsrechte.
Damit entstand ein hochbrisantes Konfliktfeld. 1323 zog der Bischof von Würzburg gegen Rotenhan. Eine Belagerung begann. Sie dauerte viele Monate. Über den genauen Ablauf berichten Quellen nur knapp, doch Fehden zwischen Fürsten und Reichsrittern folgten oft ähnlichen Mustern. Die Belagerungstruppen kamen aus dem Umfeld würzburgischer Vasallen, Lehensleute, verbündete Adelige und aus den Ortschaften des Hochstifts. Ihre Wappen, Schwerter und Pferde waren Zeichen eines kriegerischen Gefüges, das in Krisenzeiten schnell mobilisiert werden konnte. Eine stehende Armee gab es noch nicht. Ohne schwere Belagerungstechnik entschieden häufig Geduld und Versorgung. Ziel war weniger ein Sturmangriff, sondern Zermürbung. Angreifer blockierten Wege, kontrollierten Zugänge und schnitten Nachschub ab. Hinweise auf Schanzen um die Ruine sind nicht zu finden. Dennoch mussten Ritter, Knechte und Fußsoldatenpositionen über Wochen oder Monate halten. Versorgung kam aus umliegenden Dörfern und Herrschaftsgebieten. Solche Belagerungen funktionierten nur mit entsprechender, auch politischer Rückendeckung. Genau diese Rückendeckung fehlte den Rotenhan. Sie gehörten zum Lehnsverband Bambergs. Doch Bamberg griff nicht ein. Historiker vermuten Vorsicht und Vorbehalte gegenüber einem offenen Konflikt mit Würzburg von seitens Bamberg. Beide Hochstifte rivalisierten seit Generationen. Bamberg blieb zurückhaltend. Würzburg setzte die Fehde entschlossen fort. Nach monatelangem Druck fiel die Burg. Ein Einigungsvertrag beendete den Konflikt. Der Vertrag von 1324 stellte klar, Burg Rotenhan durfte nie wieder aufgebaut werden. Die Familie übertrug ihre Rechte an nahegelegenen Gebieten an das Hochstift Würzburg und musste Treue leisten, um Teile ihrer ehemaligen Besitzungen als Lehen zurückzuerhalten. Zudem wurde Neutralität erwartet, sollte es zwischen Bamberg und Würzburg zu einem Konflikt kommen. Ein Jahrhundert des Bestehens, ein Jahr der Zerstörung. Aber das Ende der Burg bedeutete damit nicht das Ende der Familie. Der Herrensitz verlagerte sich ins Tal. Aus einem Herrenhof entwickelte sich später ein befestigtes Gut und schließlich ein Wasserschloss. So entstand Schloss Eirichshof als neuer Mittelpunkt der Familie. Unter dem Südwestfelsen liegt der Zugang zu einer verschütteten Höhle. Eine Sage erzählt von der Burgherrin, die dort während der Belagerung Zuflucht fand, dann aber verschüttet wurde. Eine Henne habe täglich ein Ei gelegt und so ihr Überleben gesichert, bis sie befreit werden konnte. Später soll der neue Sitz an jener Stelle entstanden sein, an der die Henne ihr erstes Ei in Freiheit legte. Daher soll der Name Eirichshof stammen.
Rotenhan fiel nicht durch Zeit. Burg Rotenhan fiel durch Entscheidung. Menschen beendeten, was Felsen trugen. Mauern zerbrachen, Erinnerungen blieben. Heute ziehen Wind und Wald durch alte Steine. Die Burg schweigt. Ihre Geschichte spricht weiter. Vielleicht liegt genau darin ihre größte Kraft, nicht zu herrschen, sondern zu erzählen. Wenn euch solche Orte faszinieren, abonniert gern den Kanal und begleitet uns auf weiteren Reisen zu besonderen Geschichten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.